Grundsätzlich mache ich es eigentlich richtig gern, alleine zu trainieren. Das macht dann schon auch, ich will jetzt nicht sagen einsam, weil ich fühle mich jetzt nicht einsam. Ich meine, ich habe Jana, ich habe auch meine Trainingskollegen. Vor allem in Fred, das ist ja nicht nur quasi eine Trainingsgemeinschaft, das ist ja eine Freundschaft, was uns verbindet. The boys help him here a lot. I think it's really good that he's training with other boys right now, because that's exactly what he needs, that little push. Wir haben ja mit Fred jemanden nah dabei, der, sagen wir, wo der Spaß nicht zu kurz kommt. Ich bin halt auch so in diesen Sport reingeboren. Meine sozialen Kontakte waren schon immer in dem Sport. Wenn die Einheit gestartet ist, dann ist halt schon immer so, okay, es wird nicht zu wenig gemacht, es wird auf jeden Fall das eingehalten oder vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Egal wie das Wetter ist, egal wie die Bedingungen sind, er zieht es einfach durch, die Einheit. That was the first day that I could see those like sparkly eyes again. Ist auf jeden Fall ein Leben, das ich immer wieder so wählen würde, aber ist vielleicht schon auch ein Faktor, wieso nicht jeder Triathlon-Profi sein könnte. Wir sind hier in Lanzarote auf den Kanaren mal wieder. Wir sind jetzt hier im Januar für 3 Wochen im Trainingslager, Vorbereitung auf die ersten Rennen der Saison. Vor 2 Jahren waren wir schon mal hier in Costa Teguise, hat mir mega gut gefallen. Lanzarote ist eigentlich schon so, ja, eigentlich fast meine Lieblingsinsel von den Kanaren. Einfach gute Erinnerungen an die Insel. Hier habe ich 2019 meinen ersten Ironman 73 gewonnen. Von den Trainingsbedingungen hier ist hier einfach perfekt. Bin windig, das macht richtig stark. Bin auch das erste Mal mit meinem Zeitfahrrad im Trainingslager und es ist challenging, muss man schon sagen. Ja, jetzt am Samstag in 4 Wochen steht tatsächlich das erste Rennen der Saison an. Challenge Wanaka in Neuseeland und 2 Wochen später dann Ironman Neuseeland. Dementsprechend ist es nochmal eine gute Idee, da nochmal von zu Hause aus der Kälte, aus dem Schnee auszubrechen in wärmere Gefilde und da nochmal den letzten Feinschliff und Base für die kommende Saison holen. Ich glaube, letzte Woche waren es genau 3 Monate. Für Anfang Januar, für den Zeitpunkt auch. Gerade wenn man so eben die Verletzung mit reinnimmt und wie halt alles lief, bin ich zufrieden. Ich bin auf jeden Fall ein Triathlet und kann alles machen. Ich werde auch auf jeden Fall in 4,5 Wochen racen können, kann schwimmen, bin da auch wieder auf einem, würde ich sagen, normalen Niveau angekommen. Hoffe da natürlich jetzt trotzdem da noch hier und da was drauflegen zu können. Radfahren geht sowieso. Aeroposition ist so das Einzige, wo halt einfach die Narbe bzw. die Platte ein bisschen stört. Ich fahre jetzt halt immer mit Armling, um so ein bisschen extra Polster zu haben. Damit geht es aber schon ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt in der letzten Woche schon besser geworden. Das heißt, kann man probieren, jetzt vielleicht in den nächsten 2 Wochen auch mal die Armlinge wegzulassen und schauen, wie es sich anfühlt. Ansonsten habe ich mich da auch schon um ein bisschen extra Polster gekümmert, das ich dann drauf machen kann, sobald ich zurück bin, bevor es nach Neuseeland geht. Und dann sollte es auch kein Problem sein. Laufen geht auch sowieso. Und ja, so von der Beugung und Streckung ist jetzt hier so, Schulter kann ich jetzt nicht berühren. Und Streckung, ja, ist jetzt auch nicht komplett, aber ausreichend zum Schwimmen auf jeden Fall alles. Und ich hoffe, der Rest kommt dann so auch noch, aber ja, nichts, was mich beeinträchtigt. Things have turned around for the good. The last weeks have been very positive. I think it was the day of the test in Munich where he realized that, wow, I'm in good shape. And that was the first day that I could see those like sparkly eyes again. Leistungsdiagnostik bei High Size mache ich jetzt schon immer seit Jahren. Das ist ganz gut, da haben wir halt auch von den letzten Jahren halt einfach die Werte. Wir versuchen es auch immer ungefähr zum gleichen Zeitpunkt zu machen. Erst kann man es dann gut vergleichen und die Entwicklung, Leistungsentwicklung auch ein bisschen besser nachvollziehen. 78,2. Massephase. Es geht immer los mit einem 15 Sekunden Max-Effort-Sprint auf dem Fahrrad. Laktat 10 vor Aufregung.
Dabei geht es gar nicht darum, irgendwie so viel Watt wie möglich zu fahren. Klar, es ist immer interessant und ich will es auch mal wissen und vergleiche es dann auch immer so mit den Jahren davor. 2, 1 und go. Und go. Zieh und auf geht's. Gewalt. Zieh. Und go. Aber eigentlich je weniger Watt, desto bessere Form hat man eigentlich für einen Triathlon oder zumindest für einen Langdistanz-Triathlon, weil dann ist meistens die VLR Max auch eher niedriger. Also in dem Fall je niedriger, desto besser. Jawohl, über 1000. Das Wichtigste. Dann wird quasi Laktat genommen für 10 Minuten, jede Minute. Man sitzt dann sich auf den Stuhl, muss nichts machen und da wird dann die VLR Max eben berechnet. Jetzt als nächstes machen wir mit der Körperzusammensetzung weiter, mit der sogenannten Kalipermethode. Dann geht es aufs Laufband, Stufentest, einlaufen, bis das Laktat auch wieder unten ist nach dem Sprinttest. Das dauert länger, als man vielleicht denkt. Ich glaube, das maximale Laktat, das ich nach dem Sprinttest hatte, dieses Mal war irgendwie knapp über 7. Beim Laufen sind es dann 4 mal 5 Minuten Stufen mit jeweils nur 30 Sekunden Pause zum Laktatmessen. Da ist man dann eben auch schon an die Spiromaske angeschlossen. Man muss ja erstmal seine Schwelle schätzen, dann nimmt man eigentlich so eine Stufe, die knapp drüber ist. Da haben wir, was haben wir geschätzt? Ich glaube 3,12 und dachten eigentlich, das ist schon über der Schwelle. Allerdings hatte ich bei 3,12 noch nicht genug Laktat und habe dementsprechend meine Schwelle ein bisschen falsch eingeschätzt. Das ist mir da auch noch nicht passiert. Bist du fit? Zu fit. Crazy, hätte ich nicht gedacht. Also, ja, ich habe mir schon. Dass es eng wird, war schon klar. Aber beim letzten Mal hattest du auch eine 2,3. Ja. Bei der vorletzten Stufe, dann ging es noch 4,3 hoch. Deswegen habe ich gedacht. Ja, das ist halt die Frage, die Frage, wo halt die Schwelle dann ist. Hat er dann die Wahl, nochmal eine Stufe zu laufen oder sie schätzen einfach quasi meine Schwelle. Ich war nicht weit weg vom Laktatwert. Dementsprechend war bei 3,12 war es noch nicht ausreichend und ich glaube 3,10 ist dann eben rausgekommen. Aber das passt ja sowieso ungefähr. Dann kommt der VZ Max Rampentest. Da läuft man erstmal 3 Minuten bei der letzten Stufe, um quasi schon mal so die VZ Max hochzubekommen. Und dann geht es alle 15 Sekunden entweder um 0,2% Steigung oder um 0,1 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit nach oben, bis man einfach nicht mehr kann. Und dann muss man dann rechtzeitig, bevor man vom Laufband fliegt, auch wirklich das Stoppsignal geben. Es ist immer schwierig zu schätzen, weil man dann mental auch wirklich so am Limit ist, dass man die ganze Zeit nur aufgeben will. Sobald der Test vorbei ist, denkt man dann immer, shit, ein bisschen was wäre noch gegangen. Geil. Ja. Stark. War richtig cool. War okay oder wäre noch was gegangen? Nee, war okay. Okay, Ja. gut. Ja. Und meine Arme so zugemacht. Ja. Aber ich war nicht, ich weiß nicht so. Für Langdistanz ist es eigentlich gar nicht so gut, eine zu hohe VZ Max zu haben. Da ist man zwar sehr schnell, aber um es einfach zu erklären, verbraucht auch mehr Energie und das ist für einen Ironman Langdistanz natürlich nicht gut. Da ist es dann wichtiger, eben an der VLR Max und der Ökonomie zu arbeiten und die war jetzt noch nicht ausreichend für eine Langdistanz, aber da wissen wir, dass ich schnell und gut auf gewisses Training reagiere. Das heißt, sobald wir in diese Phase dann gehen mit Race Pace, Schwellen, Intervallen und so weiter, Fat Max, geht die VLR Max dann relativ schnell runter und ich werde ökonomischer. Und da ist natürlich dann auch gut, weil die VZ Max dann durch dieses Training natürlich auch runtergeht, dass man da genügend Spielraum hat. Versuchen das Ganze irgendwie einfach zu erklären mit meinem Wissensstand. Ich bin natürlich jetzt auch hier kein Sportwissenschaftler und vertraue da voll und ganz meinem Coach Dan. Da will ich aber, dass das jetzt hier im Protokoll auch notiert wird. Wenn ich schwer gewesen wäre, hätte ich nichts gesagt. Als letztes steht dann noch der VZ Max Test auf dem Ergometer an. Genau.
muss nochmal Jan Stratmann kurz fragen, was er hatte bei dem Test. Dass ich ein Ziel habe. Wobei, das wäre zu easy. Spaß. Der letzte Test ist dann der VZ Max Rampentest auf dem Rad. Da ist es ein bisschen einfacher, da tritt man einfach, bis man das Pedal nicht mehr rumbekommt. Ich glaube, bei 180 Watt geht's los. Alle 6 Sekunden geht's 5 Watt nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gekommen bin, irgendwie 550, 560 Watt oder sowas. Ja, da ist man natürlich dementsprechend auch gut vorbelastet von den Lauftests. Und es geht dann auch da nicht wirklich darum, wie weit man kommt, sondern eher, wie hoch geht die VZ Max. Und wenn man schon vorbelastet ist, geht die natürlich auch schneller nach oben, auch wenn man mit den Watt nicht mehr ganz so weit kommt, wie wenn man jetzt ausgeruht ist. Für Anfang Januar war es eigentlich echt richtig gut, vor allem nach der Verletzung. Also VZ Max auf einem sehr guten Niveau. Beim Laufen hatten wir eine VZ Max von 77, also absolut 6000 Milliliter pro Minute. Ich finde, das Absolute ist immer wichtiger als das Relative, weil das Gewicht ja dann doch auch immer stark schwankt. Dieses 6 Liter ist immer ein gutes Ziel. Damit steht man eigentlich ganz gut da. Und beim Radfahren sogar genau gleich. Und mit einer VLR Max von 0,5 beim Radfahren und 0,4 beim Laufen. Und beim Laufen spielt dann noch die Ökonomie mit rein. Hat es dann Schwellen ergeben von 3 Minuten 10 pro Kilometer beim Laufen und 396 Watt beim Radfahren. Das Ziel war, erstmal zu checken, wo stehen wir, gerade von der VZ Max. Weil wenn die jetzt noch nicht irgendwie auf einem guten Niveau gewesen wäre, hätten wir daran jetzt auch nochmal gearbeitet, bevor wir dann halt in das rennspezifischere Training gehen. Jetzt war es aber so, dass die eben auf einem für die Langdistanz komplett ausreichenden Niveau war. I think until that day was quite uncertain how he's feeling, but I'm very happy to see that he's doing well, and I think his positivity is back. Ich hatte sehr ähnliche Werte auch vor 2 Jahren nach diesem Trainingslager in Lanzarote und jetzt hatte ich es davor und das trotz Verletzung. Schwimmen war jetzt vielleicht noch nicht auf dem Niveau, fehlt dann natürlich auch bei dem Test, aber ich würde sagen, eine sehr gute Ausgangslage für dieses Trainingslager und dann natürlich auch für die gesamte Saison. Jetzt bereits eine Woche hier, schon richtig gut trainiert und freue mich auf weitere 2 Wochen in guter Gesellschaft mit Florian Angert, Jebbe Keindl, Nils Lorenz, Tom Meyer, Jana. Genau, sind wir eine coole Truppe. Macht Bock. Brett usually asks me to go with him to a training camp. When we were planning Lanzarote, it was more about, will there be anyone? So if there's no one, I definitely try to go with him, so he's not alone. I think everyone needs that. Ja, das war ganz unterschiedlich, wie wir es abgesprochen haben. Jebbe habe ich als erstes gefragt, mein Trainingskollege auch zu Hause und der war vor 2 Jahren eben auch dabei. Und wollte natürlich ihn am liebsten wieder dabei haben, weil ich weiß, mit ihm kann ich immer gut durchziehen. Jetzt muss ich was Blöds machen, gell? Oh, das ist reinstes Chaos da. Kannst du nicht die Wäsche für mich übernehmen? Ja, ich bin der Jebbe Keindl. Fuck, jetzt da haben wir nochmal neu anfangen, warte mal. Ich mache das nicht so oft im Vergleich zum Fräsen. Aber muss ich eigentlich Hochdeutsch reden oder was? Nein, das passt genauso. Schon, oder? Ja, alles gut. Schon Dialekt so. Ja. Servus, ich bin der Jebbe Keindl, ich bin ein österreichischer Profi-Triathlet. Die einen oder anderen kennen mich schon als Fred, sein Trainingspartner. Ja, wir sind gerade zusammen da in Lanzarote auf Trainingslager für die wichtige kommende Saison 2026. Unbedingt die Hausbergklappe erst noch. Jetzt auf!
Streif, Pflichtprogramm. Ja, das hat gut gepasst für ihn. Er war davor schon auf Gran Canaria im Trainingslager und ist dann von da quasi hier rüber geflogen. Sein Coach passt dann auch immer seinen Trainingsplan an meinen an und das funktioniert einfach immer richtig gut. Alles sehr harmonisch. Mit Jabbe macht sowieso immer Bock. Gerhard hat heute Geburtstag. Gerhard schaut. Der Theo, der Bert. Bei Fred gibt es sehr, sehr große Ziele mit dem Traum von Kona. Und bei mir geht es in ein bisschen andere Richtung. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Los Angeles beginnt im Mai dieses Jahr. Und dementsprechend ist es schon sehr wichtig, dass ich jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Saison lege. Momentan ist wirklich so der Prozess, dass ich sage, ich will auf ein neues Level kommen, ich will physisch einfach besser werden, ich will vom Athletentypen her einfach nur mal einen Schritt besser werden. Und das geht einfach nur mit sehr viel Training, sehr hartem Training und ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür. Bei mir in 2 Jahren ist LA, also sind die Spiele und bis dahin muss ich einfach am Peak sein meines Leistungsvermögens und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wirklich hart zu arbeiten und das motiviert mich einfach zum sagen, okay, ich will der beste Athlet sein, der ich werden kann und das treibt mich so tagtäglich an. Nein, jetzt rede ich nicht mehr. Jetzt machen wir sagen für die Kamera, dann kennen es alle. Unbeliebt. Nein, das ist das falsche Klientel. Okay. Aber klar, die deutschen Urlauber kommen nicht so gut. Tom, du kannst mich nicht immer filmen, wenn ich was Schlechtes sage. Du hast ja nicht erfunden, du erzählst es ja nur. Nein. Du bist ja der Vorzeigeösterreicher. Ich dass er gestern Abend die Kamera nicht dabei hat. Flo Angert hatte mich dann noch im Dezember angesprochen, gefragt, ob ich irgendwann ins Trainingslager irgendwo fliege und das hat auch gut für ihn reingepasst. Deswegen ist der auch hier dabei. Und mit Nils Lorenz war es ganz witzig, der hat auf Instagram einen Post rausgehauen, wo er wirklich einfach gefragt hat, ja, er ist irgendwie zu früh aus dem Winterschlaf aufgewacht. Fliegt noch irgendjemand im Januar ins Trainingslager und da habe ich ihm einfach eine DM geschrieben und ja, Flo hat, glaube ich, sogar noch einen Platz im Zimmer frei und dann hat er das, glaube ich, wirklich eine Woche bevor wir geflogen sind, alles gebucht. Aber ich war nicht sicher, ob du kommst. Ja, ich hab geschaut, ob ihr schon da seid. Ah, geil. Hey. Hi, servus. Wie geht's? Und? Ja, Schön, dich zu sehen. ebenfalls. Noch ein bisschen besseres Wetter als daheim. Aber wir wurden erst mit Regen empfangen heute. Bei uns hat schon aufgehört. Ja, es hat jetzt schon aufgehört, aber war noch alles nass, als wir gelandet sind. Jana kann auch von hier arbeiten, dementsprechend ist sie auch dabei. I enjoy tagging along and just do my own thing, but do my own things, but still be together. Otherwise, I would never see Fred. Then you need to throw it away. This is Fred's swim cap. Oh my god, that is disgusting. I don't even want to put this on my head. Yeah, don't. Yeah, but he left my bag in the car. Get it quick. You didn't bring the car key. Camp, training camp day 1. It's gonna be a long one. I think it helps him when I'm there, but of course there are days where I would say it probably annoys him. I don't think I am too pushy when he's in camp. I really let him whatever he wants to do, but there might be days when I want him to join me, like today morning I had a hard run and I had to ask him to come with me by bike, and of course it is an extra half an hour or hour for him as well. So I'm very mindful, but I'm 100% sure there are days when he would say like, oh, we would have stayed at home for this day. But overall, I think we are fine. I think we have a good routine and we are good. Grundsätzlich mache ich es eigentlich richtig gern, alleine zu trainieren. Habe einfach keine Ablenkungen oder habe gerne so meine Musik im Ohr und mache einfach mein Pace, mein Ding. Muss mich da gar nicht anpassen. Es ist für mich auch so ein bisschen so wie so Meditation, dann auch mal alleine irgendwie 4-5 Stunden Radfahren zu gehen. When day blows me away, as soon as I turn
Beim Radfahren hatte ich jetzt seit der Leistungsdiagnostik keine harte Einheit gemacht. Dementsprechend war das zum Reinkommen jetzt ganz gut, jetzt erstmal mit dem TT einfach an den Berg zu gehen. Da kann man dann die Watt doch leichter treten. Da hatten wir 3x 30 Minuten, 3x Tabayesco hoch und das Ganze eher in so einem Ironman Pace oder minimal schneller. 1,5. War jetzt halbe Stunde bei 330 Watt. Jetzt müssen wir halt erst sicher runterkommen hier bei Nässe und Wind. Ich hatte dann, glaube ich, am Ende über 340 Watt für die letzten 30 Minuten. Wäre cool, wenn ich das beim Ironman hinbekomme und werde dran arbeiten. Wieder 1,5. Laktat nicht hochgegangen heute. Ich habe extra reingedrückt am Ende nochmal. Wir haben jetzt Richtung 2 geht, aber keine Chance. Aber wie Christian Blumfeld sagen würde, it's a good problem to have. Ob Kurzdistanz oder Langdistanz ist vom Training her im Prinzip ja nicht viel Unterschied. Es ist ein Ausdauersport. Nur bei uns dauert es ca. 2 Stunden und beim Fred, sagen wir mal, hoffentlich unter 8 Stunden. Also die Länge ist der Unterschied, aber es ist auch ein Ausdauersport und deswegen kann man einfach sehr, sehr gutes Training kombinieren. Vor allem jetzt im Aufbau, im Jänner, Februar, sehe ich da sehr, sehr wenig Unterschiede. Und dann, wenn es zu den Rennen hingeht, natürlich wird es wird es spezifischer bei uns natürlich mit mehr Intensitäten und beim Fred natürlich bei mehr längeren Einheiten. Aber deswegen ist und bleibt das Training jetzt im Aufbau sehr, sehr gut vereinbar. Chebe macht eigentlich mehr oder weniger fast 100%, genauso wie ich. Hier und da kleine Anpassungen. Jetzt zum Beispiel am Ruhetag ist er auch noch laufen gegangen oder hier und da hat er ein bisschen andere Intensitäten mehr an seine spezifischen Distanzen angepasst. Ja, ich habe das Glück mit dem Peter Leo, mit meinem Coach, der sich mit dem Dan Lorang ja auch gut versteht. Die zwei sprechen sich dann meistens ab, bevor der Fred und ich was planen. Und deswegen haben wir da einen abgestimmten Trainingsplan, der für uns beide gut umsetzbar ist. Und da machen wir dann wenig Gedanken, ob das passt oder nicht, weil die zwei haben sich schon was dabei gedacht. Ja. Flo hat seinen Trainingsplan, haben wir natürlich versucht, zumindest den Rhythmus so gut es geht abzustimmen mit diesen 3 Belastungstagen, 1 Entlastungstag, 2 Belastungstagen, 1 Entlastungstag. Ja, ich denke, es ist ausverkauft. Für dich auch Restday heute, Flo? Ne, alles andere ist das. Schwelle laufen, Schwelle schwimmen, Schwelle Radfahren. Locker Radfahren. Schwelle Krafttraining. Schwelle essen. Reiner Schwellentag. Schwelle schlafen. Aber ich muss in einer bestimmten Zeit essen. Eine bestimmte Menge, dass ich mein Laktat halten kann. Das Ziel ist 24 Stunden so ein Laktat von 3 zu haben. Das darf nie drunter gehen. Dann spricht man die Details teilweise auch erst am Abend davor beim Abendessen ab, gleicht seine Trainingspläne ab oder steht am Pool. Jeder nimmt einen Schwimmplan mit und dann wird gewürfelt, welchen Schwimmplan man schwimmt. Am besten der am meisten Pedalpulvers drin hat oder so. Nee, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut, aber ich glaube am Ende ist auch gut, wenn man da mal ein bisschen flexibel ist und locker. Und im Januar ist es ja dann auch noch nicht allzu ernst, beziehungsweise bei mir vielleicht mehr als bei den anderen, weil halt jetzt dann doch schon die ersten Rennen anstehen. Wir überlegen gerade, wie wir den chinesischen und den indischen Markt abholen. Da gibt es viel mehr zu holen an Views und Zahlen. Da stehen die Milliarden. Wir haben ja mit Fred jemanden dabei, der auf jeden Fall, sagen wir, wo der Spaß nicht zu kurz kommt. Warst du sogar dabei? Ja, ich war. Hier, Beweis fürs Video. Chebe hat seine Flossen nicht im Zimmer vergessen. Scheiß doch. Ja, ich nehme sie mal mit. Nimmst du mit?
falls du die Beine doch nicht Paddlepulver schwimmst. Schwimmst du nicht gern Flossen, oder? Nein, ich gehe runter mit Flossen. Beine und Flossen. Also ich bin so langsam. Liebt Flossen. Du brauchst nur die richtigen Flossen. Nein. Mach mal die Waden neu. Stiefel auch nicht. Boah. Nur Grundlage bis jetzt. Ja. Ich will nicht wissen, wie es ausschaut, wenn du in Form bist. Und ey. ein paar Bergläufe halt. Mehr als 30 Sekunden habe ich da nicht gemacht. Er hat einfach 3 Tage lang nichts getrunken. Ja, genau. Komplett dehydriert. Ich spring gleich ins Wasser, kicke die ersten 10 Meter und dann habe ich schon drauf. Ich halte dir. Alles gut, alles gut. Komm. Nicht, dass ich da noch antagt werde. Hey, ich schmeiß uns noch raus da. Oh, Galgo. Oh, jetzt wird's interessant. Scheiße, das haben wir zu lange gebraucht. Was mit der Cyborg-Brille? Die gibt's erst wieder, wenn ich wieder normale Technik schwimmen kann. Wobei, eigentlich geht's schon wieder, aber ich muss mich auf meine Technik konzentrieren. Ich bin jetzt ein Schwimmer, kein Triathlet mehr. In der Gruppe macht die eh nicht so viel Sinn. Das ist eher, wenn man so alleine schwimmt. Da haben wir so eine Beschäftigung mit den Splits. Laufen da auch Reels, oder? Genau, das wäre praktisch. Netflix und so drauf. So im Freiwasser schwimmen. Ja, geil. Ja, ich will mehr langsam halt. Hole ich den Bademeister. Und dann sage ich auch, das ist derselbe, der vor 2 Jahren da einmal hinten durch das Behinderten-Ding durchgegangen ist. Ohne Eintritt zu zahlen. Da darfst du nicht mehr reinkommen. Da musste Chandler ist mal da durchgegangen, da war er schon da und dann ist der Bademeister gekommen und hat gesagt, er muss noch wieder hinten durchgehen und aussteigen. The boys help him here a lot. I think it's really good that he's training with other boys right now because that's exactly what he needs, that little push. Ich finde gerade so fürs Schwimmen würde ich sagen, ist es ein großer Motivationsfaktor. Alleine schwimmen das dann doch und einfach so dieses ins Wasser springen oder überhaupt so in das Training zu starten. Ich glaube, beim Schwimmen hilft es am meisten. Schwimmen habe ich jetzt einfach immer die Schwelleneinheiten da von Florian Angert mitgemacht. Ist ja doch auch einer der besten Schwimmer im Triathlon und da kann man auch viel lernen, einfach wenn man beim Schwimmen zuschaut. Das sind halt dann so klassische Schwellensets, insgesamt 3 Kilometer und es ist immer unterschiedlich aufgeteilt mit bestimmten Abgängen. Zum Beispiel 600 Meter, 6x100, 400 Meter, 4x100, 300 Meter, 3x100, 200 Meter, 2x100. Alles auf so einen Abgang von 1,25 pro 100 Meter. Beim Schwimmen muss man auch dazu sagen, da kann man dann glaube ich auch ein bisschen mehr mit auch hohen Tempobereichen spielen. Da kann man in Anführungsstrichen nicht so viel kaputt machen. It's so funny how the boys are just collecting each other. It's like we started to plan this camp like just us and now we have 6 boys. You go anywhere and you find your people. It's nice. I like that actually. It's fun. Ich bin halt auch so in diesen Sport reingeboren, mit dem Sport aufgewachsen und meine sozialen Kontakte waren schon immer, abgesehen jetzt mal so von Schule, in dem Sport. Und dann ist dieser Sport einfach so zeitintensiv, also mal ganz unabhängig davon, dass man dann unterwegs ist, auch wenn man zu Hause ist und trainiert man auch so viel und dann über 3 Einheiten am Tag. Dazwischen muss man regenerieren, essen, schlafen. Ja, Triathlon ist so 24/7 und kann man schon sagen, man hat eigentlich fast keine Zeit für Aktivitäten so. Das macht dann schon auch
will jetzt nicht sagen einsam, weil ich fühle mich jetzt nicht einsam. Ich meine, ich habe Jana, ich habe auch meine Trainingskollegen, aber es hält sich schon komplett in dieser Bubble. Ich kenne es auch nicht, kenne es auch gar nicht anders. Ich mag es gerne. Ich genieße dann auch die Einsamkeit teilweise, wenn ich alleine trainieren muss. Verbringe dann die Zeit auch lieber mit Jana oder halt dann eben mit den Trainingskollegen, die dann auch natürlich Freunde sind. Du bist schon braun, du bist schon ein bisschen rot gefühlt auf dem Rücken schon gewesen. Unter Wasser habe ich gedacht, es war schon ein bisschen rot. Gefühlt hast du dich gar nicht eingecremt. Ich habe mich auch nicht eingecremt. You can send it to Eva. Ja. Konkurrenz, denke ich, im Training gibt es da weniger. Ich sehe das eher so, dass man, wenn man am Tag davor schon relativ viel trainiert hat, man ist müde, man steht auf und denkt, wow, wie soll ich jetzt die Einheit überhaupt schaffen? Und dann sehe ich einen Fred neben mir und sage, ja, der schafft das auch irgendwie und drückt nur ein bisschen, dass man da einfach nicht nachgibt und sagt, das kann ich auch. Und ich glaube, das sehe ich einfach positiv. Und natürlich soll das nicht ausarten, dass man die Einheit dann einfach übertreibt und übers Ziel hinaus schießt. Aber im Prinzip dieser Kick, so, oder dieser Tritt in den Arsch, das ist sicher nicht schlecht. Früher war das, würde ich sagen, extrem, wenn man so irgendwie mit dem Bayern-Kader zum Beispiel oder im Deutschland-Kader in den Trainingslagern war, dann da waren dann doch viele Konkurrenten und die Trainingseinheiten sind teilweise zu Wettkämpfen ausgeartet und man will sich dann beweisen oder schneller als der sein. Ich glaube, jetzt im Alter ist man weiser geworden, konzentriert sich dann doch nur auf sich selber und genießt es eher mit den anderen zu trainieren. Ich glaube, deswegen ist es eigentlich eine coole Abwechslung, weil ich sonst zu Hause halt auch viel alleine trainiere. Gerade Jebbe ist dann auch immer viel unterwegs, ist dementsprechend so oft trainieren wir dann auch gar nicht zu Hause zusammen, weil mal ist er unterwegs, mal bin ich unterwegs. Und müssen wir dann mal beide gleichzeitig zu Hause sind, dann das ist tatsächlich nicht so viele Wochen im Jahr. Aber es ist natürlich cool, wenn es dann für so ein Trainingslager klappt. Aber brutal, aus so kurzen Sachen. Zieht er davon. Ja, war geil. Ja. Ja, geiles Section war. Aber das war mir jetzt mit dem Regen sowas perfekt. Ja. Ich liebe das. Laufen mit der Wade, wenn es so leicht nieselt. Gut für die Lunge, so feucht ist. Jebbe ist jetzt hauptsächlich auf Kurzdistanz unterwegs und klar, er hat jetzt zum Beispiel letztes Jahr Challenge Weichsee gewonnen, aber ist halt jetzt einfach, es ist nicht so ein direkter Konkurrent. Florian Angert schon eher, kann schon gut sein, dass ich auf ihn treffe bei den ein oder anderen Rennen, hoffentlich natürlich beide auf Kona, aber ich finde, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt im Training dran denke. Also da ist es einfach eher cool, da gemeinsam zu trainieren und jeder macht halt am Ende des Tages so
das, was er muss, was er will, was er kann. Und für diesen 30, 35 Stunden Training, die wir hier machen, da ist, glaube ich, ganz cool, wenn man auch mal auf andere Gedanken kommen kann mit den anderen und da einfach ein bisschen Spaß hat. I know, do you know DJ Ötzi? Yes. He has a new song. Okay. Musst du anhören. Very important. Ja, wirklich. Yeah, you need to know the text because you're living in Tirol. Ja. Yeah, but I won't understand shit. No, I mean, it's alright. Nein, ich understand nicht. It's not like Josef Gib Haas. ein Tirol von DJ Ötzi. Wie geht die Melodie nochmal? Ich hab's gerade nicht drauf. Ich komme aus dem Landl Tirol. Ah ja, genau. In der Lederhosen stehe da. Ja, genau. Mitten in Manhattan, wo ich noch nie war. Die Leute schauen grantig, das Bier schmeckt handig. Na gut, So. das ist die Aufgabe, wie zum Abendessen. Did you put on sunscreen? Nein. No, das ist deine Aufgabe. Did you? Good job. Fred is pressured, so. Deswegen habe ich die Armlinge, da muss ich keine Sonnencreme hier tragen. Yeah. Ciao, ciao. I think he needs the socializing as well. It's good. It's good for everyone. Otherwise, you get crazy. That's also the reason I join camps. But it's also that they share training. So Lanzarote, especially here, it's tough. It's windy. You get tired. The first days were like we had bad weather, and when you're out there alone, that gets tough. So I think it's just taking away that really serious training effect mentally, and the boys definitely help with that. Show me how to escape from the sound of a star collapsing in on itself. There is no hope. You find a reason to believe that all your tears will dry in a bird, ring the bell. Ist auf jeden Fall ein Leben, das ich immer wieder so wählen würde, aber ist vielleicht schon auch sowas, gerade wenn man von außen irgendwie so auf Triathlon-Profi schaut, was vielleicht ein Faktor ist, wieso nicht jeder Triathlon-Profi sein könnte. Ja, mittlerweile kenne ich den Fredi schon sehr, sehr gut und wir haben mehrere hunderte Stunden zusammen im Training verbracht. Er hat mir zuletzt noch seinen Strava-Rückblick des Jahres gezeigt und ich war sein Trainingspartner, mit dem er die meisten Stunden verbracht hat. Also ich kenne ihn recht gut und ich muss sagen, er ist im Training vor allem sehr diszipliniert. Er ist, ja, wenn man sagt, okay, er hat seine Punkte. Er ist jetzt nicht pünktlich immer, er ist eher der immer zu spät kommt und ein bisschen hinauszögert, bis die Einheit startet. Sein Rad mitgebracht. Erst am Treffpunkt. Ja, das ist nicht oft so. Es ist gut, dass es festgehalten wird. Ich hol noch kurz mein Wasser. Was hast du drunter? Flo macht auch nix. Hast du keinen Schiss, das regt? Habe ich jetzt ernsthaft mein Wasser geholt? Der ist immer nicht da. Mann. Ich gehe mal davon aus, da oben, da ist Treffpunkt. Hier brauche ich ja nochmal eine Minute. Du warst doch nicht rechtzeitig da oben. Du hast da die ganze Zeit schon gewartet. Du hast gewundert, wo denn alle sind. Aber dann, wenn die Einheit gestartet ist, dann ist halt schon immer so, okay, es wird nicht zu wenig gemacht, es wird auf jeden Fall das eingehalten oder vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Und da muss ich schon sagen, also der Fred ist jemand, von dem ich da sehr, sehr viel lernen habe können, einfach, dass es keine Ausreden gibt. Und egal wie das Wetter ist, egal wie die Bedingungen sind, er zieht es einfach durch, die Einheit. Und das macht ihn dann einfach sehr stark. Und
am Ende gibt einem dann auch der Erfolg recht, weil er das im Training sehr, sehr gut umsetzt. Und es gibt die Momente auch im Trainingslager, vor allem sagen wir, wenn das Wetter jetzt nicht so optimal ist, wo man dann sagt, hey, für was mache ich das alles? Wenn es zum 3. Tag hintereinander regnet, wo man sich eigentlich dachte, man geht jetzt in die Sonne und genießt ein bisschen das Wetter da. Ja, beim Radfahren und beim Laufen, gerade wenn man dann auch irgendwie so Intervalle hat, so beim Laufen mit Jebbe, ist es natürlich ein richtig guter Push und da kann man schon noch mal ein paar mehr Prozente aus sich rausholen. Da sind wir 4x3 Kilometer gelaufen. Das Ganze sollte knapp unterhalb der Schwelle sein. Ist ja dann doch auch eine recht anspruchsvolle Strecke dort, mal rauf und runter und dann mit dem Wind. Zielpace so eine 3:30. Guck mal darüber. You always gotta, the glass is half full. No, it's half empty. Dementsprechend schwierig zu kontrollieren. Also ja, muss man bei der Einheit auch viel auf sein Gefühl hören. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Training für Ironman, für so einen Marathon. Sowas kann ich eigentlich ganz gut. Let's go! Take a step outside our minds. We can lift each other up and put an end to the lies. Hold up. I feel on my mind. I can't Die Laktatwerte haben auch perfekt gepasst. escape them. I need new life. Das passt doch. A place I can't. Das Ganze bauen wir natürlich dann auch auf, jetzt mehr und mehr Richtung so einer Marathon-Session. Jetzt am Sonntag machen wir quasi die Einheit dann in 3x4,5 Kilometer. Aber wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann mal mehr Richtung Marathon-Pace. Punktlandung für den letzten 2,6. Spricht für meine Laufform. Ja, wenn Jebbe bei mir bleibt und sich nicht langweilt und irgendwann einfach wegläuft. Der ist definitiv fit. Der ist fit. Jetzt jeden Tag einen Regenbogen gesehen. Wenn das kein gutes Zeichen ist. Einer von uns dieses Jahr. Weltmeister. Es ist natürlich immer gut, wenn man zusammen in der Umgebung ist mit anderen Leistungssportlern, Spitzensportlern. Und das genieße ich ja immer sehr. Ich muss sagen, das ist vor allem in Fred, das ist ja nicht nur quasi eine Trainingsgemeinschaft, das ist ja eine Freundschaft, was uns verbindet. Und das genieße ich natürlich immer wieder. Man muss sagen, zu Hause hat man da Familie und Freunde auch, die was aber das ganze Jahr rundherum natürlich muss man dann auch, wenn man die Schwerpunkte setzt, dann wirklich spezifisch auch den Alltag ein bisschen fernhalten. Und mit solchen Camps wie da ist es einfach perfekt, um sie so ein bisschen abzuschotten und wirklich nur 24/7 an Sport zu denken. Es fällt halt einfach leichter und du hast halt auch außenrum keine Ablenkung mehr. Du hast ein Frühstücksbuffet, du hast ein Abendbuffet, du musst dir nichts zu essen machen, nichts zu essen kochen, hast kurze Wege zum Pool. Gefühlt hat der Tag dann einfach noch mal ein paar Stunden mehr. Und da ist würde ich sagen, trainiert man zwar am Ende des Tages mehr, aber so vom Stress ist es nicht unbedingt mehr. Ja, was bleibt mir in Erinnerung oder was sind so die schönsten Momente, vor allem jetzt in dem Trainingslager, muss ich sagen, ist eigentlich, es sind immer wieder Punkte während die Einheiten natürlich, wo man zusammen sie pusht und den einen oder anderen auch Witz macht und sie einfach gut versteht. Aber man muss sagen, auch das Zusammensitzen eigentlich täglich beim Abendessen und so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen und einfach über andere Dinge auch mal zu reden außer dem Sport, das genieße ich immer sehr. So dieses ganze Camp bleibt dann irgendwie so in Erinnerung, gerade so die Zeit dann auch mit den anderen, sowohl im Training als auch außenrum. Ich glaube, das sind so mehrere Momente am Ende des Tages. Einfach jeden Tag gemeinsam frühstücken, gemeinsam Abendessen, am Ende von einem harten Trainingstag hier nach Costa de Guiz den Berg runterrollen bei untergehender Sonne und selbst die Laufeinheit in der Früh, Tempoläufe, wo es gestürmt, geregnet hat, aber wir halt da unsere Runden durchgezogen haben. Ich finde, das macht das Ganze so aus und das sind einfach so, ich glaube, in 2-3 Jahren werden wir uns wahrscheinlich eher an diese Laufeinheit bei schlechtem Wetter erinnern, als irgendwie an die 10. Radausfahrt bei Sonne. Und sind, glaube ich, einfach viele einzelne Momente oder einfach so dieses ganze Camp, das so in Erinnerung bleibt. Scheiße.
I do look forward to flying to New Zealand. I am looking forward to being on the other side of the world, but as well the 2 races Fred is going to race, which is Challenge Wanaka and Ironman Taupo, which is the big one, the qualification, the pressure race for us. If I'm brave enough to share, I am preparing for a marathon. I'm not gonna tell which one just yet. I like to keep it a secret because it's enough pressure already. Ich glaube, ich freue mich am meisten schon so auf den Trip und die Erfahrung Neuseeland. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, so früh in die Saison einzusteigen. Es ist anders. Ich freue mich auch sehr auf diese Challenge irgendwie, dass ich jetzt halt trotzdem durchziehe, obwohl ich jetzt verletzt war und das Ganze einfach ein bisschen stressiger war in dem Fall. Sicher hätte ich gerne mehr Zeit für eine ausführliche Ironman-Vorbereitung, aber ich glaube, am Ende des Tages macht es das Ganze auch irgendwie so motivierend und macht diesen Trip auch noch mal ein bisschen besonderer, dass da jetzt irgendwie so der, ja, einerseits so diese Zielgerade von diesem Comeback ist erstmal, aber andererseits auch so dieser Startschuss für die Saison 2026 und ich glaube, es wird richtig cool und bin gespannt auf die ganzen Eindrücke und freue mich richtig drauf. Haben wir das gut gemacht? Ja, oder haben wir noch ein paar Fragen, die was wir vergeigt haben? Nein. Ja, Fragen, die wir vergeigt haben.